So, willkommen zurück zu einem riesigen Update-Video heute. Wir schauen uns heute an Unity Software, wir schauen uns an GNS, wir machen ein kleines Update zu Sava, wir schauen, ob Trump Media jetzt endlich nach oben geht, wir schauen uns Highcroft Mining an, ob wir jetzt endlich abstürzen, wir schauen uns wegen dem kleinen Bitcoin-Crash MSC an, wir werden uns, weil sich das jemand gewünscht hat, einen kleinen Blick auf Bayer werfen. Und wegen dem Krypto-Crash schauen wir uns Bitcoin, Doge und XRP an. Wenn es euch interessiert, dann bleibt einfach dran. Wie immer, ich benutze die fraktale Methode. Ich werde das Erklärvideo wieder ans Ende des Videos hängen oder ihr sucht nach der Playlist Fractal Method auf meinem Kanal. Okay, na dann fangen wir mal an zu dem riesigen Update-Video. Wir fangen an mit Unity Software. So, warum fangen wir mit Unity Software an? Ich möchte nur ein perfektes Beispiel zeigen. Warum die fraktale Methode oder warum ich an die fraktale Methode glaube. Ja? Weil ich sage ja auch im Tutorial-Video, für die fraktale Methode sind gewisse Sachen absolut wurscht. Ja? Und ich sage im Video, wer kauft und verkauft ist wurscht. Wer shortet ist wurscht, Dilution ist wurscht, News ist wurscht. All dieser Kram, wo man normalerweise denkt, das kann nicht sein, weil das ist das System, ist wurscht. Andernfalls würde die Methode nicht funktionieren. Und ich zeige auch gleich, warum. Ja? Ich habe, glaube ich, mit Unity Software schon am Anfang von meinem Kanal angefangen. Zur kurzen Erklärung. Unity Software, die IPO, hat gestartet in seinem B-Run. 0.5 Pullback, rauf zum Allzeithoch. Dann Lower High, Midpoint, runter zum T und dann runter zum W. Ja? Für das Tracking, was jetzt als nächstes kommt, nur für die großen Landmarks, bedeutet meiner Meinung nach sind wir schon in unserem A, weil wir sind über die T-Linie gegangen, somit ist das perfekt unser A. Wir haben auch ein relativ groß genuges High-Low. Wir machen jetzt gerade den A-Pullback, zu dem ich gleich komme. Unser nächstes Ziel nach diesem A-Pullback ist unser B bei 109. Dann, wo auch immer unser A-Bounce ist, nehmen wir die FIB, also sagen wir mal, unser A-Pullback ist bei 24 und sagen wir, B ist bei 113. Dann werden wir hier hinaufgehen, den 0.5 Pullback machen und dann ist nur noch die Frage, brechen wir Allzeithoch oder nicht? Und ist das schon mal passiert? Ja, und zwar, das wäre dieser Move hier. Ja, der sollte dann als nächstes kommen. So, was habe ich vorher gemeint mit, das ist alles wurscht? Ja, ich habe dieses Tracking jetzt schon seit Wochen gezeigt, wenn ich mal Unity wieder gezeigt habe. Und für die Transparenz, ich habe eigentlich gedacht, das hier ist unser Top, schon unser C und wir würden von hier runtergehen. Und ich habe auch damals gesagt, ja gut, ich lag falsch. Ja. Das war einfach nur unser kleines Micro-B und das ist jetzt unser C und unser großes A. Ja. Ich bin aber nicht davon runtergestiegen, dass nachdem wir dieses Lower High hier gemacht haben, wir runterknallen müssen. Und zwar einfach von unserem Allzeitlow zu unserem Peak 1.5 Pullback. Der ist genau hier bei 25,61. Ja. So, ihr könnt es gerne backtesten. Ihr müsst es suchen. Ich weiß jetzt nicht, wann ich das letzte Mal über Unity Software geredet habe, aber es müsste in den Beschreibungen stehen. Aber das letzte Mal, glaube ich, wo ich darüber geredet habe, war im Dezember 2025. Und ich habe gesagt, wir müssen hier runter. So, was ist jetzt letzten Freitag passiert? Plötzlich sind wir 20% oder 30, 40% runtergeknallt. Ja, warum? Ich habe mir das nämlich angeschaut, ich habe mir gedacht, hey, geil. Ja, warum? Ja, gibt es irgendwelche News dafür? Stundenlang nichts.
6 Stunden lang kam keine News raus, gar nichts. Und dann plötzlich wurde geschrieben, ich glaube, weil Google irgendeine AI entwickelt, äh, die dann Spiele programmiert. Und das war der Grund, warum alle Investors 6 Stunden später alle gleichzeitig verkauft haben. Jetzt sei dazu gesagt, okay, vielleicht haben ein paar große Insider das vorher schon gewusst. Ja, lass ich mir einreden. Ähm, nur Unity Software ist eine Game Engine. Also selbst wenn diese AI äh, selbst Spiele programmieren muss, er kann, braucht die noch immer eine Engine. Das ist kein Spieleentwickler. Also warum? Diese News macht wie immer oder sehr oft keinen Sinn. Wenn sie aber keinen Sinn macht, warum habe ich Monate vorher gewusst, dass das passiert? Ja? Und hier perfektes Beispiel. Massiver Move hinunter. News kamen 6 Stunden später. Ja? Man kann daran glauben oder nicht. Ja? Ich sage euch nur, wenn ihr das öfters sehen werdet, irgendwann werdet ihr euch in euren Köpfen denken, Alter, da stimmt wirklich was nicht. Ja? Aber das derzeit ist halt das perfekte Beispiel. So, fürs Tracking jetzt. So, die Sache ist das jetzt fertig? So, ich sage ja immer, fürs V under A, ja, also wenn das hier zum Beispiel jetzt Higher Low wäre, das Ganze, ja, nur als Beispiel, weil es ist hundertprozentig nicht Higher Low, ja, da müssten wir unter die 7.886. Das würde bedeuten, wir müssen auf jeden Fall 1 Cent unter V&A. Ja. Fürs V&A gibt es keine Ausnahme. Es gibt kein Bouncen drüber, es gibt kein Bouncen auf der Linie, wir müssen 1 Cent runter. Da das hier aber A ist, ja, A kann oder muss einen 0.5 Pullback oder einen 0.618 Pullback machen. Aber, und das ist das große Aber, der Bounce kann auch ein bisschen über der FIB stattfinden, auf der FIB oder ein bisschen drunter. Ja. Somit, unsere FIB ist hier bei 25. Wir sind bei 29 gebounced. Es könnte also genug sein. Ja. Wo wäre dann M und T? Ja. Also unser M ist eindeutig hier. Ja. Warum? Weil man kann sich da eine kleine Hilfestellung nehmen. Man nimmt einfach den B-Boden, der wäre hier, macht eine Trendlinie, ja, und wenn man dann die vielen Touchpoints hat, das ist unser B, unser M. Das passt also. Wo ist unser T? Weil normalerweise macht man ja das M, fällt runter, unter dem, wo es angefangen hat, kommt wieder rauf, T. Und dann macht man das V&A. Ja. Gut, die Sache ist aber, nach der Regel müsste man jetzt sagen, müsste jetzt nochmal rauf, T, und dann runter. Ja, stimmt. Gebe ich euch recht. Und selbst wenn wir auf den 30-minütigen Chart gehen, war das vielleicht schon T. Aber die Sache, auf die ich hinaus will, bei solchen Candles, ja, bei solchen Candles hier, kann das T einfach schon drinnen sein. Ja. Bedeutet, wir könnten wirklich schon fertig sein. Ja. Das Einzige, wo wir jetzt sagen können, wie können wir das bestätigen? Ja. Dafür gehen wir wirklich auf den, ich würde sagen, 15-minütigen Chart hier. Und wenn das hier unser V war, dann brauchen wir wieder ein Higher Low, weil wir brauchen immer ein Higher Low. Und wenn man sich das genau anschaut, machen wir das jetzt ganz genau. Dann sind wir unter das 786. Somit, das kleine Ding könnte schon ein fertiges Higher Low sein. Ja. Bedeutet,
Ab jetzt könnte es nach oben gehen. Ja. Somit, entweder wir müssen noch immer weiter runter. Das wäre Version 1. Das reicht nicht. Wir müssen noch immer 25, 24-ish runter. Dann bouncen wir. Dann geht's rauf zu unserem B. Oder das war jetzt schon unser Bounce und wir gehen rauf. Die Bestätigung dafür ist, leider weil das so vertikal ist, einfach nur, sollten wir über $44 gehen, ist das für euch die Bestätigung, wir gehen rauf zu 105. Ja, anders kann man es leider mit der Candle nicht anders machen. Aber ob jetzt 29 oder 25? Es kribbelt schon ein bisschen in den Fingern. Also ich möchte noch warten. Ich spiele sowas lieber mit Bestätigung. Aber es kribbelt. Es schaut gut aus. Okay. So viel zu Unity. Dann schauen wir uns mal DGT an. So, für DGT haben sich leider 2 weitere Versionen aufgetan. Werde ich gleich zeigen. Für das Ganze. Ja. DGT hat in seinem Higher Low angefangen, ja, nämlich hier. Dann eine vertikale Candle einfach nach oben, A, B, C. Man sieht hier keine Pullbacks, gar nichts. Und dann im Oktober 2021 war unser C. Dann haben wir ein massives Lower High gemacht. Mit massiv meine ich, dieses Lower High ist das ganze Ding hier. Ja, nicht das ganze Ding, von hier. Das ist unser Lower High. Ja. Dann hatten wir ein massives M. Und zwar von hier bis hier. Das ist unser komplettes M. Und dann ein massives T. Von hier bis hier. Ich sage auch gleich warum. Ja. Das sind 3 riesige, massive Landmarks. Dann haben wir unser W gemacht. Und wenn wir dann hier hineinzoomen, sehen wir dieses kleine Higher Low. Ja. Und ich sage immer dazu, dieses kleine Higher Low reicht nicht für das T und das M. Reicht nicht. Viel zu klein. Ja. Wir brauchen doch immer ein großes Higher Low. Ja. Deswegen bin ich nie davon ausgegangen, dass wir jetzt dann nach diesem Higher Low den Squeeze sehen. Es kommt ein riesiger Move, aber wir brauchen da immer das große Higher Low. Aber eins nach dem anderen. Ja. Wir machen jetzt dieses Higher Low. Ich werde gleich darauf zurückzukommen. Unser nächstes Ziel nach dem Higher Low ist und bleibt noch immer für unser A $60, für unser B irgendwas $100 bis $70. Und dann ist noch nicht die Frage, brechen wir Allzeit hoch oder nicht? Ja? Das ist das große Makro-Tracking. Jetzt schauen wir uns das kleine Tracking an. Und hier haben sich eben 3 weitere Versionen aufgetan. Wir starten trotzdem mit der absolut bullischen Variante, die ich auch immer gezeigt habe. Bedeutet, wir haben hier unser Low gemacht am 21. Was ist der 21.? Ja, am 21. November 2025. Ja. Dann haben wir ein perfektes kleines Micro-Higher Low gemacht. Ja. Perfekt, von unserem Lowpunkt zum Peak unter das 0.786. V&A haben noch ein kleines Micro-Higher Low dran gehängt. In dem Moment, wo das fertig war, sind wir nach oben geschossen. Und dasselbe wie Unity. Plötzlich gab es Merger News. Ne? Gut, jetzt ist die Sache die, fürs absolute bullische Tracking ist das unser A. Ja? Bedeutet, weil es auch so ausschaut, wir nehmen von unserem niedrigsten Punkt bis zum Peak. Hier sind wir zwischen der 0.5 und der 0.618 gebounced. Somit war dieser A-Pullback fertig. Und jetzt machen wir gerade unser kleines Micro-Higher Low zu diesem A. Ja. Wenn man sich das anschaut, wir sind schon unter 718.
Wir sollten also fürs bullische Tracking hier bouncen, unter allen Umständen. Was würde als nächstes kommen? Naja, als nächstes machen wir das große Higher Low, von dem ich geredet habe. Ja, ich sage nicht, dass das so lange dauern wird. Ich habe das nur so gezeichnet, damit man die Landmarks sieht. Ja. Nach diesem Move wäre unser B noch immer bei 30. Dann 0,5 Pullback zu 20 und dann rauf und wir brechen nicht diese Trendlinie. Ja, also 40, 30 Dollar und dann gehen wir runter, machen wieder unser LMT und unser Ziel ist unser V under A, wo wir den Boden schon haben, und zwar bei 12,51. Und danach sollten wir das hier fertig haben, dann kommen die Ghost Moves. Ne? Okay, das wäre Version 1. Version 2 bedeutet, wir brechen hier unter 12,52, ja, also unter dieses Bounce-Level hier und gehen runter. Ja. Das bedeutet nichts anderes als das Ganze hier ist einfach nur das Higher Low zu dem hier. Ja. Das bedeutet, wir müssen noch weiter runter. Wir nehmen von unserem Low bis zu unserem Peak die 0,786 und wir müssen runter zu 11,40. Ja. Dann wäre das ganze Ding hier unser, nicht Micro Higher Low, weil das ist schon das Micro Higher Low, das wäre dann unser mittleres Higher Low. Ja. Bounce hier. Dann würden wir erst A machen, also wir würden von 11 Dollar über diese Linie gehen. Ich habe diese Version nur deswegen, weil wir eben nicht über diese Linie gegangen sind. Ja. Und auch sehr signifikant ist diese Trendlinie hier. Ja, dazu komme ich gleich. Wir würden also runterfallen, 11,30. Wir gehen rauf. Ja. Dieses Raufgehen, unser A wäre bei 18, ja, weil wir würden dann diese Trendlinie brechen, aber nicht mehr unter sie kommen. Ist so ähnlich wie bei AMC. Wir gehen rauf, 0,5 Pullback. Deswegen würde ich in dem Fall wirklich ausgehen, wir gehen zu 18. Ja. Und dann machen wir das, was ich vorher gezeigt habe, mit B, C, L, M, T. Ja. Somit für die zweite Version alles unter 12,47 und wir gehen runter. Für die dritte Version, das wäre die dritte Version, einfach nur zur Erklärung. Wir würden jetzt schon hier bouncen. Perfekt. Wir machen unser B-Pullback. Das hier wäre noch immer unser A. Und dann gehen wir zu unserem C. In dem Fall ist es aber wichtig, unser C ist maximal 27 Dollar. Warum? Weil wir nicht diese MT-Linie brechen. Dazu muss ich nur eins sagen. Ich teste diese Regel gerade. Ich habe sie noch nicht bewiesen. Ja? Wenn wir hier rejecten, ja, dann werden wir das machen. Vorteil an der ganzen Geschichte ist, das wäre dann ein Higher Low, was genug wäre für das. Und nachdem wir dann unser V&A gemacht haben, kommt dann unser großes A und unser großes B. Also es würde schneller gehen, meiner Meinung nach. Ja. Nur das Higher Low, auf das wir jetzt warten, würde halt maximal 27 statt 40 Dollar geben. Deswegen habe ich auch immer gesagt, das hier zu spielen ist gefährlich. Es ist der sicherste Weg, auf das Higher Low abzuwarten und erst hier dann bei dem Punkt einzusteigen für die großen Moves. Ja. Ich meine, ich habe eine kleine Position, deswegen nervt mich das Ganze gerade ein klein wenig bisschen. Aber das wären die drei Versionen. Ja. Schauen wir mal. Ja. Für Levels nochmal ganz kurz. Sollten wir hier bouncen, und dieser Bounce sollte eigentlich nächste Woche passieren, und wir gehen über 15,35, ja, bleibt noch immer Version 1 und Version 3, die hier. Sollten wir hier unter 12,60 gehen,
werden wir auf jeden Fall Version 2 machen, ja, wo wir auf jeden Fall hier runter müssen zu 11. Ja. Und dann ist leider noch immer die Frage, geht dann Version 1 oder 3? Ja? Ich weiß, es ist ziemlich geschissen derzeit, weil wir sind gerade ziemlich bei einem Inflection Point. Und es bringt euch halt auch nichts, wenn ich sage, wenn wir über 30 gehen, dann machen wir Version 1, wo wir zu 40 gehen, weil in dem Fall wären die Optionen schon irrsinnig teuer. Ja. Einziger Ratschlag von mir ist, wenn wir hier runtergehen auf 11, das Minimalste wäre dann 27, no financial advice, das Maximal 40. So könnte man spielen. Oder man wartet den ganzen Blödsinn ab, wartet bis das Higher Low fertig ist und steigt dann für den großen Move ein. Ja, ich hoffe, das war jetzt nicht zu viel Wirrwarr. Ja, ich hoffe es. Schreibt es mir in die Kommentare, ob ich jetzt gerade absolut mich verzettelt habe oder nicht. Okay, nächstes ist GNS. So, für GNS nach etwas extrem komplizierten wie DGT etwas komplett einfaches, weil hier gibt es mit den letzten Moves in der letzten Woche ausschließlich nur eine einzige Version. Alle anderen sind weg. So, für GNS ganz einfach. Die IPO ist in seinem C gestartet. Das B und das A muss man sich vorstellen. Wir sind runtergekommen zu unserem Low High mit Point T. Dann runter zu unserem Allzeit-Low. Und dann machen wir das. Zu dem komme ich gleich. Unser nächstes Ziel, nachdem wir hier unten fertig sind, ist für A bei $6 und für B bei 24. Und dann ist nur noch die Frage, brechen wir Allzeit hoch oder nicht. Jetzt kommen wir zu DT. Es ist leider die schlechteste Variante, die wir uns vorstellen können. Aber im Großen und Ganzen, das ganze Ding ist jetzt unser Higher Low. Ja. Im früheren Tracking hatte ich auch die Variante, wo das unser A hätte sein können. Mit dem Drop jetzt, nein, das ist nicht mehr A, das ist Higher Low. Bedeutet, wir müssen auf jeden Fall unter 30 Cent. Weil das hier ist unser kleines A, hier ist unser V&A. Und ich habe eigentlich sogar schon das Datum, es wird irgendwas zwischen 12. Februar und 26. Februar sein. Wir werden also jetzt von hier, wegen was auch immer, sie machen ja jetzt, glaube ich, gerade eine Klage gegen Citadel oder irgendein Blödsinn, vielleicht läuft es gerade schlecht, irgendeine News wird dann schon rauskommen. Also frühestens am 12. Februar sind wir hier unten. Ich weiß, das ist relativ viel, ja, 40%, aber wir werden sehen, ja, wie bei Unity vielleicht. Und dann machen wir bis zum 26. Februar unser kleines Micro-Halo und gehen dann. Oder das Ganze dauert bis zum 26. Februar. Und wir machen dann erst unser kleines Micro-Halo. Ja, es gibt keine andere Variante mehr für das. Der Bruch hier zeigt, wir gehen nach unten. Und dann geht es nach oben. Ich meine, dass das Positive an der Geschichte ist, hey, wenn diese Firma nicht drauf geht, es gibt keine Optionen, aber dann kauft man einfach Shares für 30 Cent. Ja, fürs bullische Tracking. Das nächste Ziel ist $6. Wäre fantastisch. Schauen wir mal. Schauen wir mal, ob wir plötzlich irrsinnig bärische News bekommen und plötzlich alle auf einmal verkaufen. Schauen wir. Nächstes ist Sava. So, gleich dazu gesagt, und ich habe das eindeutig jedes Mal dazu gesagt, das ist unser 100%iges Riskplay. Ja. Meiner Meinung nach, es ist sogar riskanter als AMC und GME. Warum schauen wir uns das überhaupt an? Weil es immer dasselbe gemacht hat. Peak, Gap Down, Bullshit, Gap Up. Peak, Gap Down, Bullshit, Gap Up. Und so weiter und so fort die ganze Zeit. Es macht immer dasselbe. Was wir jetzt tracken, ist von 2019 bis heute. Wir haben hier unser V, A, B, C, L, M, T, Gap Down. Bullshit, Gap Up. Von welcher Gap rede ich? Ich rede von dieser Gap hier. Von 4,89
bis $26. Und meiner Meinung nach wird diese Gap gefüllt. Instant. Frage ist nur wann. So, bis jetzt war ja Entschuldigung, war unser Tracking. Das hier ist unser Boden. Das steht da übrigens noch immer. 10. April 2025. Das ist unser Higher Low. Was wir allerdings bis jetzt noch hatten, war die kurzfristige bullische Variante, wo das hier unser T war. Das war unser B, das war unser A. Wir wären hier V&A, haben hier ein kleines Micro-Higher Low gemacht und wären ready to go gewesen. Mit dem Drop, wo wir drunter sind, nein. Bedeutet dieser Peak hier am 22. Jänner, das war unser T. Bedeutet auch, unser B ist hier, unser A ist hier. Wenn man sich das anschaut, von hier nach hier, nicht wirklich eine 0,5, aber von hier nach hier, das ist eine ziemlich gute 0,5 oder 0,618. Für das wäre Variante 1 jetzt. Bedeutet, wir müssen hier drunter mindestens einen Cent unter 1,75. Bouncen hier. Machen ein klitzekleines Micro-Higher Low. Und dann geht es nach oben. Ja, das wäre Variante 1. Variante 2, die mir eigentlich besser gefällt, ist die hier. Bedeutet, das hier ist unser A. B bleibt stehen, aber das ist unser A. Warum gefällt mir das besser? Weil, wenn man die FIB vom V nimmt, sind wir näher an der 0,5 dran. Und das Hauptding ist, B ist fast eine perfekte 0,5. Mir gefällt das also lieber. Und wenn man dann jetzt noch von unten bis nach oben, die 7,18 ist auch näher als hier. Mir gefällt also ist Variante 2 eigentlich mein Main-Tracking jetzt. Bedeutet, wir müssen auf jeden Fall unter 1,74. Ja? Also 1,46 ist genug. Ja? Dann Higher Low, dann marschieren wir. Ja? Kommt aufs Volumen an, ja? Wie lange das dauert. In dem Fall bin ich aber noch immer der Meinung, das wäre spätestens April. Ja, no financial advice, aber irgendwas in die Richtung. Ja. Variante 3, das ist von Anfang an unsere bärische Variante gewesen, bedeutet, wir brechen durch alles durch und werden ein neues Allzeitlow machen. Ja. Das wäre dann genau dieser Punkt hier. Ja. Wir knallen runter, neues Allzeitlow. Diese Sektion hier wären die nächsten 6 Monate, ja, bis Juni, Juli. Und dann bekommen wir erst dann August, Oktober, ja, unseren Gapfill. Ja. Wenn wir das machen, sage ich euch gleich, auch ich Finger davon lassen, weil das hier ist einfach Bullshit und warten auf Bestätigung. Ja. War immer von Anfang an die absolut bärische Methode. Ich gehe aber davon aus, ich bin ziemlich überzeugt, wir bekommen den Gapfill. Nur das wird halt länger dauern. Ja. Somit für unsere Key Levels entweder wir bouncen bei 1,74, perfekt, oder wir bouncen bei 1,46, perfekt. Ich sage nur die Warnung wegen dem 100%igen Risk, egal was ihr macht. Ich meine, okay, Aktien ist eine Sache. Für Optionen, wenn ihr sie kauft, in dem Moment, wo ihr sie kauft, kommt sie nicht mehr raus. Ist nur eine Warnung von mir. Ja. Und es wird meiner Meinung nach bis so ein kleines Micro-Higher Low, was einfach nur ein kleiner Bounce sein kann, keine Bestätigung geben. Weshalb es eben ein 100%iges Risk-Play ist. Ja. Okay. So, nächstes ist High-Cost Mining. So, hier ist der ganze Chart. Und auch hier nochmal zur Transparency. Ich habe mich hier einige Male geirrt, sage ich nur. Ja? Weil, bestes Beispiel, ich habe, was war's?
das habe ich als top angesehen und das habe ich als top angesehen. Und als letztes habe ich gesagt, wir haben hier noch eine kleine Gap, also wird das Top sein. Und alle 3 Dinge waren falsch. Ja? Weil diese blöde Aktie mich echt verarscht hat. Ja? Ich habe es aber immer wieder dazu gesagt und ich sage es auch noch einmal, wenn ich etwas falsch tracke, werde ich es immer wieder zeigen. Ja? Nur so lernt man. Sache ist trotzdem, das hier ist trotz allem unser A. Ja? Ich gehe davon nicht runter. Was meine ich damit? Für diese Aktie. Man kann es in 2 Varianten tracken. Auf der einen Seite nimmt man einfach Symmetry Tracking, bedeutet man halbiert den Stock, nimmt diese Bar Pattern hier, flippt sie nach rechts und liest es eigentlich von rechts nach links. Bedeutet, es schaut dann so aus. Ja? Und das hat bis jetzt auch eigentlich super funktioniert. Nur war die Höhe falsch. Was ist dieser Drop? Dieser Drop ist diese Landmark hier. Und zwar, wenn man sie von rechts nach links liest. Und ja, ich gehe noch immer davon aus, dass dieser Drop kommt. Ja? Nur nicht so tief. Ja? Für mein Tracking bedeutet das nichts anderes als, wir haben hier unser C, unser Lower High, unser Midpoint, runtergeknallt, wieder rauf, an der Trendlinie rejected. Das war unser T. Und dann sind wir zu unserem Allzeitlow. Das ganze Ding hier ist unser Higher Low. Und das ganze Ding ist unser A. Ja? Was passiert nach einem A? Man nimmt den 0,5 von Allzeitlow zum Peak und dann droppt man runter 0,5 oder 0,618. Das bedeutet, sollte das der Peak jetzt sein, dann wird Highcraft Mining runterknallen zum $9 oder eben ihr selbst zu 6, $7. Ich meine, die perfekten News sind schon geschrieben. Ja? Gold Crash, Silver Crash, bla bla bla. Ja? Somit, ja, ist das jetzt schon der Top? Das ist jetzt die Frage, gell? Für das zoomen wir mal rein. Und ich habe immer gesagt, wir brauchen einen Peak, dann brauchen wir ein Lower High und wir müssen es rejecten. Somit, ja, ich glaube, das war unser Lower High. Ja, ich hoffe jetzt, dass Highcraft Mining nicht zuhört, weil sonst verarscht mich diese Aktie wieder. Problem? Wir sollten jetzt diese Trendlinie hier nicht mehr brechen. Ja? Also sollten wir jetzt plötzlich wieder hinaufschießen und wieder über dieses High drüber gehen, ja, ja, ich glaube, dann werden wir wirklich gäpfeln bei 70. Ja, und dann probieren wir es wieder. Ja. Einziges Problem ist, diese Landmark hier, wenn man sich das hier anschaut, ja, wir knallen rauf, knallen runter, knallen wieder rauf und dann kommt erst das große Knife. Es ist also noch immer möglich, dass wir jetzt wieder hinaufknallen und dann rejecten, dann den großen Move bekommen. Oder das war das schon. Und wir knallen jetzt runter. Ist beides möglich. Deswegen sage ich immer, vorsichtig, wenn ihr hier Put spielen wollt. Die sichere Variante hier, meiner Meinung nach, ist, ihr wartet auf den 0,5 oder den 618 Bounce, weil was auch immer wir machen, ob wir hier bouncen oder hier bouncen, unser nächstes Ziel ist 87 für unser M. Ja? Dann wahrscheinlich kein Pullback, sondern einfach nur Sideways. Und dann ist einfach nur die Frage, brechen wir allzeit hoch oder nicht. Ja? Ich habe noch immer meine Puts, weil ich stur bin. Ja? Ähm, ich glaube, ich weiß nicht, für April oder sowas, ich müsste nachschauen. Ich werde die bis 0 laufen lassen, weil ich hasse es, verarscht zu werden. Aber ja, mit den ganzen News und so weiter wäre perfekt für einen massiven Knife. Schauen wir mal. Okay, nächstes ist die Bayer AG, was sich jemand gewünscht hat. So,
Ich habe mir für das sogar ein bisschen Zeit gelassen. Es schaut nicht schlecht aus. Ich muss allerdings sagen, ich habe leider für das noch immer 2 Versionen. Aber im Großen und Ganzen, von der IPO, 1990 bis März 2003, das war unser großes Makro High Low. Und von März 2003 bis für die bullische Version bis November 2024 war unser A. Warum? Weil wenn man hier die FIB nimmt, ist das unter der 786, 786, ich soll es mir langsam echt merken, aber wir sind noch immer höher als das. Somit dieses Higher Low ist fertig. Und das hier ist eine 0.618, aber nicht unter die 786 gefallen. Somit funktioniert noch. Bedeutet auch fürs Micro-Tracking, dass das hier unser V war. Hier. Das war unser V. Und jetzt 2 Sachen. Wir sind jetzt schon verflucht hoch. Also entweder dieses kleine Ding hier war unser Higher Low und wir sind schon über unserem A, also unserem kleinen A. Ja, und unser nächstes Ziel ist unser B. Ja. In dem Fall werden wir hier raufgehen, Breakout-Retest machen und dann geht es auf dem Weg zu unserem großen Makro B. Ja. Das wäre die absolut bullischste Variante. Die zweitbullischste Variante ist, das hier war noch immer unser V, aber noch nicht unser Higher Low. Das bedeutet, das hier wäre zwar noch immer unser kleines Micro Higher Low, das wäre unser kleines A. Wir wären jetzt dann wahrscheinlich ziemlich genau jetzt irgendwann in unserem kleinen B. Wir gehen hier rauf, das wird unser C. Wir brechen nicht durch die Linie und müssen dann noch immer unser Higher Low machen. Das Higher Low zu diesem ganzen Ding hier bedeutet wieder hier runter unter die 7816 und dann geht es nach oben. Es wäre aber noch immer bullish. Ne? Die bärische Variante allerdings ist, das wird unser T. In dem Fall müssen wir hier noch einmal runter. Und in dem Fall meiner Meinung nach müssen wir unter 17,6. Ja, perfekt fast. Ja. Das wäre unser V&A. Macht normalerweise keinen Sinn, weil A sehr selten das macht. Dann würden wir noch immer unser High Low machen. Und dann geht es nach oben. Warum denke ich das? Weil wir schon teilweise gesehen haben. Ja. Man kann diesen ganzen Move hier zu diesem Move vergleichen. Vor allem den Pullback hier kann man damit vergleichen. Ja. Und das Einzige, was mich hier wirklich stört, wir haben ja wunderschön unser C. Ja. Oder fangen wir mit dem B an. Wir haben wunderschön unser B. Das gleiche B wie hier. Wir fallen runter, wir machen ein wunderschönes Higher Low und dann machen wir einen wunderschönen Aufwärtstrend. Ja. Bekommen unser Peak, machen ein Lower High, fallen massiv runter, gehen dann zicki zacki wieder hinauf zu unserem M, passt auch alles, und dann kneifen wir hinunter. Jetzt kann man sagen, dass dieses T hier locker dieses T sein kann. Ja? Man kann aber leider auch sagen, wenn ihr euch das genau anschaut, ja, wir haben hier ein Low, kommen wieder rauf und knallen wieder runter. Ja. Kann man locker sagen, wir kommen runter, gehen wieder rauf, knallen runter und kommen wieder rauf. Das wäre das. Das bedeutet, dieser Landmark hier kann locker dieser Landmark sein. Deswegen. Das stört mich ein bisschen. Ja. Levels-wise sollte das als A fertig sein.
Weil sich Fractals immer wieder wiederholen, wäre ich ein bisschen vorsichtig. Mit Levels. Sagen wir so. Wenn ihr über diese Linie tritt und vor allem über 68 Dollar oder Euro, was es auch immer ist, bärische Alternative futsch. Tot, aus, das war's. Sollten wir hier rejecten an dieser Linie und ihr seht langsam auch so ein Lower High sich bilden, gibt es halt die Variante, wir machen nur unser Higher Low oder das ist unser T. Leider kann ich euch dann nicht sagen, was ist was. Ja? Weil wenn wir dann hier raufgehen und aber hier bouncen, ist es einfach nur das Higher Low. Sollten wir hier durchbrechen, wird das relativ schnell gehen und wir machen das neue Allzeit Low. Ja? Also im Prinzip kann ich zu dem eigentlich nur sagen, brechen wir über die Linie, kann man long gehen. Bis dahin, meiner Meinung nach, warten, ob wir hier irgendwo rejecten. Andernfalls schaut das Ding eigentlich super aus. Ja. Selbst wenn wir das machen, dass das unser T ist, werden wir auf jeden Fall hier unten bouncen. Und das wäre trotzdem, kein Financial Advice, der beste Einstieg meiner Meinung nach dann. Ja. Schauen wir mal. Okay, nächstes ist MSTR wegen dem Bitcoin Crash. So, bevor wir zum Tracking kommen, ja, werde ich das jetzt gleich aufklären, weil ich werde hundertprozentig wieder einen Kommentar bekommen, mein Tracking ist falsch, egal ob ich bullish oder bearish bin, weil MSTR wird hundertprozentig 1:1 mit Bitcoin laufen. Ja? Damit wir das jetzt gleich dasselbe wie Riot aufklären, nee, ist es nicht. Und ich werde das jetzt auch gleich Side by Side sagen. Erstens, MSCI hat seit seiner IPO was komplett anderes gemacht. Ja, ist wurscht was. Erst hier, seit 2020, sind sie ins Bitcoin-Geschäft eingestiegen. Und wenn man sich das hier anschaut, ja, wenn Bitcoin sich bewegt mit massiven Sprüngen, wird MSCI beeinflusst. Aber dann schaut man mal hier, im Februar 2021 hat MSCI schon seinen Peak gehabt. Bitcoin geht noch immer nach oben, MSCI macht schon seinen Pullback. Dann geht MSCI massiv runter, aber Bitcoin hat als erstes mal ein neues Allzeithoch gemacht. Dann weiter. Ja. Beide bekommen dann ihren Boden, ihren B-Pullback. Bitcoin geht rauf, MSCI geht auch rauf. Und hier wieder. Am November 2024, MSCI hat seinen Peak. Bitcoin ist noch lange nicht fertig, macht ein neues Allzeithoch. MSCI geht aber schon runter wieder. Da, neues Allzeithoch für Bitcoin. MSCI kneift und kneift und kneift. Ich sag's nur. Ja? Falls wieder jemand auf die Idee kommt, mein Tracking ist falsch, weil es macht 1:1. Nein, MSCI hat sein eigenes Fractal. Ja? Zum Fractal an sich. Muss ich ehrlich sagen, ich habe keine bullische Alternative. Ja? Für mich wiederholt MSCI jetzt gerade diese Version hier. Ja? Wir hatten unser Allzeitlow im Juli 2002. Dann unser High Low von 2002 bis November 2008 war unser A. Wenn man hier von unten den Low Point nimmt, sind wir in die Nähe von der Point 5 bekommen. Perfekt. Dann haben wir unser B gestartet. Wenn wir den Lowpunkt von A nehmen zu unserem B, ist das ein perfekter 6.18 Bounce. Und dann sind wir raufgelaufen zu unserem C. Was passiert jetzt? Wir haben jetzt ein eindeutiges Lower High. Dieses Lower High ist beendet. Für die absolut bärische Variante bekommen wir nicht einmal einen Bounce rauf zu unserem M, ja, sondern fallen einfach nur runter. Wohin wäre das? Meiner Meinung nach irgendwas zu 43. Das sollte relativ schnell gehen. Ist Wahnsinn, ich weiß.
Dann glaube ich allerdings, werden wir einen Bounce bekommen zu unserem M, runter zu unserem T, also dann beenden wir das M, gehen rauf zu unserem T, fallen unter unser V an der A. Das wäre bei $3. Wäre idiotisch, ich weiß, aber es wäre einfach nur das hier. Ich sag's nur. Wir wiederholen jetzt gerade das hier. Ja? Also vielleicht kommen wir hier gar nicht drauf. Ja? Und das Ganze würde einfach nur viel mehr so ausschauen. Ja? Funktioniert noch immer. Sag's nur. Und dann bouncen wir und machen was auch immer. Das wäre die absolut bärische Variante. Die nicht so bärische Variante ist eigentlich nur eine Sache. Und zwar die, dass diese Firma nicht komplett von Krypto und seinen Leuten zerstört wird. Bedeutet, das ganze Ding hier war unser großes Makro A und das hier ist unser großes Makro B. Bedeutet, wir müssen nur einen 0,5 machen. Wir würden noch immer runtergehen, aber unser Bounce Target wäre hier bei 16. Ja? Und von hier an geht es dann hinauf. Aber derzeit schaut es einfach nur beschissen aus. Ja? Weil, ganz ehrlich, das war eindeutig ein Top. Eindeutig. Und mir ist scheißegal, was Bitcoin macht. Wirklich. Was Krypto macht. Auch wenn das eine Kryptofirma ist. Ich habe das auch bei Riot gezeigt. Dann passiert halt irgendwas anderes zu dieser Firma. Ja? Im bullischsten Fall schießt Krypto nach oben, aber diese Firma geht noch immer runter. Ja? Meiner Meinung nach sind wir jetzt gerade im besten Fall hier. Bekommen einen Bounce zu unserem M hoch und knallen dann erst recht runter. Ja? Meine persönliche Meinung. Könnte falsch liegen. Ich schaue mir das eigentlich täglich an, was passiert. Vor allem, ich warte derzeit auf den Bounce zu unserem M, weil ich möchte das shorten. Ja? Weil, ganz ehrlich, wenn wir unser M irgendwann bekommen, das ist ein Move, den man shorten kann. Ja? Schauen wir mal. Okay, na dann springen wir als letztes, weil es der Wunsch war, in Krypto. Na, fangen wir mit Bitcoin an. So, bevor wir damit anfangen, ja, ich habe eine bullische Variante und eine bärische Variante. Und bevor ich von den Krypto-Jungs zerrissen werde, ja, es ist mir scheißegal, wer dieses Ding manipuliert, wer es kauft, wer es verkauft. Ich tracke einfach nur, was ich sehe. Ja? Und es ist einfach meine Meinung. Punkt. Ich habe keine Position in Krypto, gar nichts. Ja? Ich tracke es einfach nur aus Spaß. So, wir fangen mit der absolut bärischen Variante an, die sich auch mit dieser Season-Theorie sehr gut deckt. Und das bedeutet, Krypto hat seinen Peak schon längst erreicht und ist im Pullback. Bedeutet aber trotz alledem, dass von März 2020, und ich weiß, es gibt den viel größeren Chart. Das reicht allerdings für dieses Tracking derzeit. Vom März 2020 bis November 2022 ist einfach nur unser A. Und von November 2022 bis wahrscheinlich Oktober, das ist unser B. Bedeutet für die bärische Variante aber auch, dass das hier was war es? Im Oktober war der Krypto-Peak für unser B. Wohin würden wir gehen? Ja, wir nehmen von unserem A-Boden zu unserem B-Peak, die FIB, und unser Ziel ist ganz genau 43.000 für unser 0,5 Pullback. Ja. Das wird wahrscheinlich bis Oktober dauern. Und dann gehen wir rauf zu wo auch immer unser C ist. Ja? Das ist die bärische Alternative. Die bullische Alternative ist, wir haben unser Peak von B noch nicht erreicht. Zoomen wir mal rein. So, hier hineingezoomt. Ja? Ihr seht hier
2024 bis heute. Ja? Und das bedeutet auch, dass hier im März 2024 war unser mittlerer A-Peak und das hier im Oktober 2025 war unser mittlerer B-Peak. Ja? A, B. Und wir sind jetzt gerade im Pullback vom B. Was auch eindeutig ist, dieser Pullback könnte schon fertig sein. Das hier am 14. Jänner, wo alle geschrien haben, ey, lächerlich, Bitcoin, Allzeithoch, yay, ich habe es euch doch gesagt, war eindeutig unser T. Eindeutig. Zwei Versionen jetzt. Weil wenn man hier von unserem A-Low, zu unserem B-Peak geht, sind wir derzeit gerade bei der 0.5. Also, wir wären genau in der Area jetzt, wo wir bouncen müssen oder können. Bedeutet, wenn wir von hier bouncen und über 98.000 gehen, dann wäre das unser kleines A für den Move zu unserem C, wo auch immer das sein wird. Ich sage nur dazu, selbst wenn wir das machen, werden wir dann trotzdem noch immer einen Pullback bekommen. Ja? 0.5 Pullback, dann gehen wir zu unserem B, was über 108.000 sein muss. Dann wieder 0.5 Pullback und dann geht es ab zu 30.000 Milliarden, was auch immer. Ja? Das wäre die absolut bullische Variante. Die noch immer bullische Variante bedeutet, wir bouncen hier nicht und weil das hier T ist, ich meine, im besten Fall, keine Ahnung, gehen wir rauf zu, was ist das, 84.000, rejecten hier und wir müssen noch immer runter zu der 618, weil Krypto liebt die 618. Ja? Normale Stocks lieben die 0.5, Krypto liebt die 618. In dem Fall, wir kommen vielleicht noch hinauf oder wir kneifen einfach weiter. Wir müssen aber dann hier bouncen. Ja? Somit 70.000 müssen wir bouncen. Wenn wir unter 60 gehen oder auch schon 65, Version 1, wir knallen runter zu 44. Und das wird bis Oktober schnell gehen. Die einzigen drei Alternativen, die ich für Bitcoin habe. Zu was ich tendiere, keine Ahnung. Mich interessiert eigentlich Krypto nicht so sehr. Ich spiele es nicht. Also wenn, mich interessieren nur die Levels. Und mich interessiert nur, ob das Tracking richtig ist oder nicht. Ja. Ja. Gut. Dann springen wir in Doge. Doge ist für mich meiner Meinung nach einfacher zu tracken. Wirklich einfacher zu tracken. Ich habe hier auch zwei Varianten. Wir fangen mit der bearischen an, weil die ist am unbeliebtesten. Bedeutet einfach nur, dass Doge sein Higher Low beendet hat im Mai 2015. Ja. Von 2015 bis März 2020 ist einfach nur A. Und von März 2020 bis Mai 2021, da ist unser B-Peak. Und mir ist schon klar, dass Krypto immer synchronisiert läuft oder was auch immer. Das bedeutet, wenn ich bearish bin an Doge, wäre ich auch bearish an Bitcoin. Aber wie gesagt, ich zeige euch nur mein Tracking. Ja. Ihr entscheidet dann, ob es euch gefällt oder nicht. Für die absolut bearische Variante ist dieses B nicht fertig. Ja. Wir haben derzeit gerade unser M gemacht von unserem großen B. Bedeutet auch, wir müssen jetzt unter das Level, wo wir angefangen haben, ja, also unter 4 Cent oder 5 Cent. Dann würden wir erst nochmal raufkommen, ja, und dann müssen wir runter. Und zwar müssen wir runter, wenn wir die FIB nehmen, von unserem A-Boden bis zum B-Peak, die 0.5. Bedeutet, unser Endziel ist 3 Cent für Doge. Ja. Und dann geht es rauf zu C. Wo auch immer das sein wird. Ja. Muss ich allerdings dazu sagen, wenn man sich A anschaut, dann wären wir jetzt wahrscheinlich gerade
ja, Oktober ist 2018. Ja, wir hätten noch immer das Ganze hier, also das wird Zeit dauern, wenn wir das machen. Die bullische Variante bedeutet, wir sind mit B fertig. Wir haben unser L, unser M und unser T schon gemacht. Unser Low Point war der 13. Juni. Und ich sage das, um das jetzt einfach darzustellen, das wäre noch nicht einmal unser großes B. Das wäre irgendwo hier oben. Das Ganze hier ist am besten zu vergleichen mit, wir sind in Juni 2017 bis Oktober 2017 in diesem Bereich hier. Ja. Das Ganze ist A. Das Ganze wäre nur das hier. Ja. Bedeutet, unser Low war am 22. Juni. Wir haben danach ein Higher Low gemacht, was perfekt unter V&A gemacht ist. Und das ganze Ding, was wir seitdem gemacht haben, ist einfach nur unser mittleres A, was unter der 6.18 ist. Für Doge müssen wir jetzt bouncen. Ja, wir müssen bouncen. Bedeutet, Bitcoin müsste auch bouncen, was auch immer. Und dann rauf zu B, und C und so weiter. Das bedeutet, wir wären jetzt gerade in diesem Pullback hier. Das ist die einzige Sache, um das irgendwie bullish zu machen. Ja, bedeutet auch, es wird jetzt dann wahrscheinlich, wenn es die bullische Variante ist, ein bisschen so nach oben grinden und dann plötzlich schießen wir nach oben. Würde klarerweise, verstehe ich schon, auch bedeuten, dass Bitcoin nach oben schießt. Ja, warum nicht? Ja, dieser 4-Jahres- oder 5-Jahres-Cycle, das ist die Sache bei dem. Die meiste Zeit, wo das gezeigt wird, wird das auf diesem Chart hier gezeigt. Ja? Jetzt ist aber die Sache, wenn man sich jetzt zum Beispiel den Chart hier anschaut, funktioniert das meiner Meinung nach nicht so sehr. Ich verstehe schon, der 5-Jahres-Cycle hat funktioniert sehr schön. Aber wenn, muss man sich schon alles anschauen. Und dann sagen die meisten Leute, ja, schaut euch das an, das wird immer geradliniger. Jo, ist es wirklich immer. Nur die Sache ist, wir haben immer ein Run, geradlinig. Run, geradlinig. Run, geradlinig. Run, geradlinig. Also, ich könnte das auch locker zeichnen, jetzt geht es halt wieder rauf und dann wieder geradlinig. Ne? Also, zu sagen, dass dieser 5-Jahres-Cycle 100% so laufen muss, ist gewagt. Ist dasselbe wie zu sagen, was auch gewagt ist, zu sagen, Bitcoin wird jetzt 100%ig nach oben schießen. Ist auch gewagt. Im Prinzip spielt es eigentlich nur nach Levels. Und für Levels für Doge, schauen wir uns das an, sollten wir unter unter 7 Cent fallen, wird es kritisch. Wird es wirklich kritisch. Ja? Also sollten wir unter 7 Cent fallen, bin ich der Meinung, erste Version steht und wir müssen runter zu 3 Cent. Bedeutet gleichzeitig auch, Bitcoin wird zu 44 Cent, 44.000 laufen. Ja? Aber Levels, einfach Levels. Mich interessiert dieses Ganze, wer kauft und wer kauft einfach nicht. Ja? Oder Gold stürzt ab und deswegen kaufen alle Bitcoin. All dieser Blödsinn. Einfach nur Levels. Okay, und das letzte ist XRP. XRP habe ich auch 2 Varianten, die bullische und die bärische. Ich muss allerdings sagen, die bärische habe ich eigentlich nur, um eine Alternative zu haben, weil sie passt nicht ganz. Und ich muss sagen, es ist eigentlich, fürs Tracken ist es relativ scheiße, es schaut aus wie, ist es eigentlich relativ cool. Werde ich gleich dazu kommen. Für meine Idee.
von August 2013 bis Jänner 2017, das ganze Ding ist einfach nur unser Higher Low. Das ganze Ding. Und für die bärische Alternative von 2017 bis heute ist einfach nur unser A. Das bedeutet, das ganze Ding ist unser A. Ja? Bedeutet, wir werden hier runterknallen. Runter zu 9 Cent. Ja? Noch einmal, ausschließlich nur deswegen, um eine Alternative zu haben. Ja? Sie passt nicht und so weiter und so fort. So, für die bullische Alternative, zu der ich wirklich mehr tendieren würde. Das hier ist noch immer unser Higher Low. Das ganze Ding hier. Das ist unser A. Aber unser A, wo ist der niedrigste Punkt? Hier ist unser niedrigster Punkt. Unser A ist fertig. Und zwar war das hier unser großes A. Und das ist der 0.5 Pullback. Mit dem Punkt hier, seit März 2020, sind wir fertig. Das ist unser W. Und das hier ist unser großes A. So, fertig. Und seitdem arbeiten wir an unserem B. Ja. Fürs Micro-Tracking, wir haben hier unser Higher Low, perfekt. Wir haben hier unser kleines A, perfekt, auf der 0.618 gebounced. Und jetzt machen wir gerade unser B. Ja. Also im blödesten und geschissensten und absolut unwahrscheinlichsten Fall müssen wir maximal runter zu $1,03. Ja. Hier runter, dann geht's rauf. Zu dem Tracking hier komme ich gleich. Zu was ich das hier vergleiche. Das ist nämlich etwas, was bei XRP relativ gut funktioniert. Ihr seht, wir haben hier einen Peak. Fallen runter. Wir haben hier einen Peak. Fallen runter. Kommen wieder hoch. Machen in der Mitte von dem Chart ein Lower High. Kommen runter, kommen wieder hoch, machen in der Mitte des Charts ein Lower High. Fallen wieder runter, gehen in einen leichten Aufwärtstrend. Fallen runter, gehen in einen leichten Aufwärtstrend. Das Einzige, was ist, diese Candle existiert nicht. Ja? Allerdings habe ich auch Charts schon gesehen bei anderen Broker, wo diese Candle nicht da ist. Ja? In dem Fall muss ich vielleicht wirklich sagen, war das einfach nur Volatility, weil die macht derzeit einfach keinen Sinn. Komme ich gleich dazu, warum. Dann gehen wir rauf und machen ein Higher High. Dieser Punkt hier ist höher als dieses Peak. So, wo ist das sonst noch passiert? Hier. Dieser Peak ist höher als der Peak. Gut, das hier war viel vertikaler als das hier, wobei das auch schon relativ vertikal war. Aber diese Sideways-Bewegung hatten wir hier nicht. Dazu muss man aber auch sagen, ich sage das jedes Mal, die Wiederholung des Fractals ist immer größer und langsamer. Macht also Sinn. Wir sind also jetzt meiner Meinung nach für XRP, wenn mein Leben davon abhängen würde, in diesem Pullback hier. Ja, das wäre dieser Pullback hier. Jetzt ist nur die Frage, wohin geht der? Wie tief geht der? Ja, also klarerweise dürfen wir nicht unter 28 Cent. Ja, was Sinn machen würde, wenn das hier unser A ist und das unser B ist, was absolut Sinn machen würde, wäre $1. Ja, wie viel Prozent sind das? Ja, 36%. Aber das würde Sinn machen, dass wir hier bouncen. Wenn man sich jetzt allerdings das Micro-Tracking anschaut, hier, dann ist das unser Peak. Unser B, unser Peak. Das ist unser Lower High. Wir fallen runter, kommen rauf, machen einen niedrigeren Punkt. Somit ist dieses Lower High fertig. Kommen wieder rauf. Das ist unser M. Fallen runter, sind unter dem Punkt, wo wir angefangen haben. Somit ist dieses M auch wieder fertig. Kommen wieder hoch. Das ist unser T. Fallen unter das Level, wo das T angefangen hat. Also im Prinzip, technisch gesehen, sind wir fertig. Ja? Somit für Levels.
Sollten wir hier nochmal runterbrechen, gehe ich davon aus, wir müssen zu 1,02 $ runter. Das ist unser 0,5, unser Bounce per Target. Sollten wir, warum auch immer, von hier nach oben gehen, alles über $2,04 und wir sind auf unserem Weg zu unserem großen B. Und das sollte dann wieder extrem volatil sein. Ja. Und unser B, ja, keine Ahnung. Was waren die Ziele? 13 zu $30 für XRP. Somit, ja. Ja, so viel zum Crypto-Tracking. Also ich hoffe, ihr hasst mich dafür jetzt nicht zu sehr. Ja, ich track's eigentlich nur aus Spaß. Ja, man kann es tracken. Wie gesagt, funktioniert noch immer super. Ja, ich mag es aus einem einzigen Grund nicht, und zwar, weil es 24 Stunden läuft. Ja, wenn ich wirklich investiert wäre, ich würde wahnsinnig werden. Weil dann würde ich anfangen, den 1-Stunden-Chart zu tracken und ich glaube, dann würde ich sterben. Weil bei den normalen Stocks hat man wenigstens am Wochenende seine Ruhe. Und über die Nacht. Okay. Ja, das war jetzt ein verdammt langes Video. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir ein Like. Tutorial, Erklärvideo hier. Playlist hier. Und wenn ihr mehr sehen wollt, gibt es mein Abo. Schauen wir mal, was nächste Woche passiert. Wir sehen uns.